Die späte Warnung. Journalist Thomas Berger verschwindet spurlos, kurz bevor er eine brisante Story veröffentlichen kann. Wenig später wird seine Leiche gefunden. Ein roter Schal führt Kommissar Paul Weber auf die Spur einer gefährlichen Verschwörung. Kann er den Täter überführen, bevor es zu spät ist? Teil 1: Die Vermisstenmeldung. Kommissar Paul Weber betrat das elegante Hotel Sonnenblick. Eine Frau mit verweinten Augen erwartete ihn in der Lobby. »Mein Mann ist verschwunden«, sagte Anna Berger mit zittriger Stimme. »Er wollte sich nur kurz die Beine vertreten, aber das ist jetzt 12 Stunden her.« Paul ließ sich die Gästeliste geben. »Ihr Mann heißt also Thomas Berger. Hatte er Feinde?« »Nein«, sagte Anna zögernd, »aber er war Journalist. Er arbeitete an einer großen Enthüllungsstory.« Das war interessant. Paul bat um die Überwachungsvideos des Hotels, aber die Rezeptionistin schüttelte den Kopf. »Unser System speichert nur 40 Stunden. Leider wurden die Aufnahmen von letzter Nacht schon gelöscht.« Zu praktisch, um ein Zufall zu sein. Ein Kellner erinnerte sich jedoch an einen merkwürdigen Vorfall. Gestern Abend sprach Herr Berger lange mit einer Frau in einem roten Mantel. Sie schienen sich zu streiten. Noch am selben Morgen erhielt Paul einen Anruf. »Wir haben Herrn Berger gefunden. Er ist tot.« Teil 2: Der Tatort. Die Leiche lag in einem leerstehenden Haus am Waldrand. Neben ihm ein zerbrochenes Weinglas, ein Korkenzieher und ein roter Schal. Keine Einbruchsspuren, keine Anzeichen eines Kampfes. Ein toxikologischer Bericht bestätigte Pauls Verdacht. Berger war vergiftet worden. Im Hotel ließ Paul sich die Gästeliste erneut zeigen und tatsächlich, eine Frau namens Lena Mertens hatte in Zimmer 206 übernachtet. Ein Hotelangestellter erinnerte sich an sie. Frau Mertens war gestern Abend an der Bar. Sie trug einen roten Schal. Das passte. Ein roter Schal am Tatort und eine Frau mit rotem Schal im Hotel. Wer war diese Lena Mertens? Er durchsuchte alte Ermittlungsakten und plötzlich wusste er, warum ihr Name ihm bekannt vorkam. Lena Mertens war eine frühere Mitarbeiterin der Firma Voss und Meyer. Das Unternehmen wurde vor 5 Jahren wegen Betrugsvorwürfen geschlossen. Die Gründer waren Markus Voss und Laura Meyer. Doch Laura Meyer war kurz darauf bei einem mysteriösen Autounfall ums Leben gekommen. Und Markus Voss? Er hatte nie eine Strafe verbüßt. Jetzt tauchte der Name einer seiner ehemaligen Mitarbeiterinnen an einem Tatort auf. Das war kein Zufall. Teil 3: Die Konfrontation. Paul fragte an der Rezeption nach Lena Mertens. »Sie hat heute Morgen ausgecheckt«, sagte die Angestellte. »Aber sie sitzt noch im Wintergarten.« Paul ging dorthin. Lena wirkte nervös, als er sich ihr näherte. »Frau Mertens, kannten Sie Thomas Berger?« fragte Paul direkt. Lena zögerte. »Nein.« »Interessant, denn ein Kellner hat gesehen, wie Sie mit ihm sprachen. Und Ihr Schal wurde am Tatort gefunden.« Lena erbleichte. Sie öffnete den Mund, schloss ihn wieder. Dann sagte sie leise, »Es ist nicht so, wie Sie denken. Wie ist es dann?« Nach einem langen Moment des Schweigens flüsterte sie, »Ich habe ihn gewarnt.« Paul lehnte sich nach vorne. »Gewarnt? Vor wem?« Sie sah ihm direkt in die Augen. »Vor Markus Voss.« Teil 4: Die Falle. Paul wusste, dass Markus Voss Berger getötet hatte,
Aber er brauchte handfeste Beweise, um ihn zu überführen. Da Voss unter falschem Namen im Hotel eingecheckt hatte, beschloss Paul, ihn direkt zu konfrontieren, aber auf eine Weise, die Voss dazu bringen würde, sich selbst zu verraten. Paul ließ Lena Mertens ins Polizeirevier bringen, um sie zu befragen. Unter 4 Augen erzählte sie ihm alles. Voss hatte sie benutzt, um Berger zu warnen, aber sie hatte sich geweigert, weiter mitzuspielen. Sie wusste, dass Voss Berger vergiftet hatte, und sie hatte Angst, dass er auch sie eliminieren würde. »Ich kann Ihnen helfen«, sagte Lena entschlossen. »Ich weiß, wo Voss die Beweise versteckt hat. In seinem Hotelzimmer. Aber Sie müssen ihn ablenken, damit ich hineinkomme.« Paul stimmte zu. Er ließ Voss eine Nachricht zukommen, die angeblich von Lena stammte. »Ich habe die Dokumente gefunden. Treffen Sie mich im Wintergarten. 23 Uhr. Kommen Sie allein.« Um 23 Uhr betrat Voss den Wintergarten, wo Paul und sein Team bereits warteten. Während Voss abgelenkt war, durchsuchte Lena mit einem Schlüssel, den sie von der Rezeption beschafft hatte, sein Hotelzimmer. Sie fand Bergers Unterlagen und ein Fläschchen mit dem Gift, das in Bergers Blut nachgewiesen worden war. Als Voss merkte, dass er in eine Falle gelockt worden war, versuchte er zu fliehen, aber Pauls Männer hatten das Gebäude umstellt. Keine Chance. Teil 5. Das Geständnis. Lena Mertens wurde als Zeugin vernommen. Markus wusste, dass Berger ihn überführen wollte, erzählte sie mit leiser Stimme. Er wollte ihn loswerden. Ich sollte Berger warnen, aber es war zu spät. Paul sah sie scharf an. Warum haben Sie sich entschieden, uns zu helfen? Lena senkte den Blick. Ich hatte genug von seinen Lügen und seinem Terror. Ich wollte nicht, dass noch mehr Menschen sterben. Paul nickte. Sie werden als Zeugin aussagen müssen. Lena atmete tief durch. Zum ersten Mal schien sie erleichtert. Ja, sagte sie leise, es ist Zeit, die Wahrheit zu sagen. Der Fall war gelöst. Und diesmal würde Markus Voss nicht ungestraft davonkommen.